Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Asus ROG Zephyrus G14 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellbezeichnung finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite, und zwar hier. Und ja, mit dieser Modellbezeichnung findet ihr eben super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein lässt sich zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier ziemlich schmerzfrei ist. Dafür muss man nur den Frontrahmen lösen und kommt so an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die kommt nur zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad könnte man hingegen auch einzeln tauschen. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuallererst alle Schrauben lösen. Und da gibt es zwei Besonderheiten. Das eine ist, dass diese Schraube hier unten rechts, aus welchem Grund auch immer, die bleibt im Gehäuse. Die wird also nur gelockert und kommt nicht ganz raus. Und das zweite ist, dass auf einzelnen Schrauben hier so kleine Abdeckkappen sitzen können. Also genau, da sollte man sich nicht wundern. Ich weiß jetzt nicht genau, wo überall, weil hier waren jetzt nur zwei drüber. Aber genau, falls irgendwo diese Abdeckungen drauf sind, wahrscheinlich sind sie auf den dreien hier, wird von der Farbe und so passen. Genau, dann muss man die vorher mit einer Pinzette oder Ähnlichem wegmachen, um überhaupt an die Schrauben ranzukommen. Und es ist auch so, dass die drei Schrauben hier vorne etwas kürzer sind als der Rest, also die auch getrennt aufbewahren. Aber ja, ansonsten eigentlich problemfrei. Um das Gerät dann zu öffnen, also die Unterseite aufzuhebeln, benutze ich hier einen Öffner. Und ja, generell benutze ich hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Und da ist alles dabei, was man braucht. Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen, die ich mir jetzt hier schon zurechtgelegt habe. Und ja, also wie gesagt, das sind ja Kreuzschrauben. Das heißt, da nehme ich als Aufsatz hier ein PH0. Den kann man dann auch für alle Arbeiten im Gerät nehmen. Und wie gesagt, auch der Öffner kommt auch aus dem Werkzeugset. Da zeige ich euch noch mal schnell, wo die Verbindung von der Unterseite verläuft. Die ist nämlich hier und dann auch hier und an der Vorderseite lang. Und ja, dann versucht man im Grunde genommen einfach irgendwo eine Lücke zu schaffen zwischen Gerät und Unterseite, um die dann so ein bisschen nach oben hin aufzuhebeln. Und da gibt es ja ein paar Stellen, wo das geht oder wo es vielleicht nicht so gut geht. Da sucht man einfach, wo man besser reinkommt. In dem Fall war das jetzt hier. Und dann hebelt man so die Unterseite nach oben. Das ist auch abhängig, wenn das Gerät noch nie geöffnet wurde, geht das immer ein bisschen schwerer. Aber falls das irgendwo gar nicht geht oder nicht so gut, dann einfach an einer anderen Stelle versuchen. Also man kann auch hier an der Seite zum Beispiel versuchen anzufangen. Aber das Prinzip ist das gleiche. Nicht mit Gewalt, einfach mit Geduld. Sich hier drumherum arbeiten und das dann einmal überall aufhebeln. Und ja, meistens kommt man mit den Fingern dann schon drunter und kann das mit ein bisschen rütteln und wackeln dann einfach abnehmen. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres an dem Gerät machen, stellen wir auf jeden Fall erstmal sicher, dass der Akku nicht mehr mit dem Mainboard verbunden ist, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Da sehen wir hier das Kabel und da ist der Anschluss. Und das funktioniert so, der Stecker hier wird von so einer silbernen Brücke oder so einem Bügel quasi gehalten. Den muss man erst so ein bisschen zur Seite schieben. Genau. Und der gibt dann den Stecker frei und den kann man dann nach oben hin ja, hier einfach abziehen und ist so einfach auf der
sicheren Seite. Gut, was können wir hier noch sehen? Wir sehen, dass über dem Akku hier die SSD sitzt. Unter dieser kleinen Abdeckung befindet sich der RAM. Und dann sehen wir hier noch die beiden Kühler und den großen Heatsink. Und ich glaube, eine CMOS-Batterie gibt es jetzt bei dem Gerät nicht mehr. Und das WLAN-Modul sehe ich jetzt ehrlich gesagt gerade auch nicht. Das wird vielleicht aufgelötet sein. Um den Akku jetzt auszubauen, ist es so, da gibt es hier einmal die Schrauben, die hier an der Seite sind. Und dann ist es aber auch so, dass die SSD hier die eine Schraube hier quasi überdeckt. Das heißt, wir fangen jetzt hier mal mit der SSD an. Die ist auch super einfach zu tauschen. Die wird nämlich nur von einer Schraube hier gehalten. Und sobald man die draußen hat, kann man die SSD so ganz leicht nach oben hebeln und dann hier rausziehen. Die klebt eben meistens hier auf dem Kühlpad. Ah ja, und da sehen wir auch gleich das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Und ja, also für den Einbau, das geht nur in eine Richtung wieder rein. Also die würde einfach jetzt so zurück in den Slot kommen, nach unten drücken und wieder verschrauben. Wenn man jetzt hier für den Akku hergesprungen ist, dann nochmal der Hinweis, also um an die Schraube vom Akku zu kommen, muss man die SSD rausnehmen. Ja, und dann kann man den Akku nach oben hin einfach aus dem Gerät nehmen und ja, so gegebenenfalls eben auch tauschen. Beim Touchpad, was hier direkt unter dem Akku ist es übrigens so, dass die Schrauben hier unter dem Mainboard sind. Das heißt, da würde man nur dran kommen, wenn man das komplette Mainboard rausnimmt. Ja, ansonsten hat man keine Chance, hier an das Touchpad ranzukommen. Generell kann ich aber auch hier nochmal schnell zeigen, diese Breitbandstecker, die funktionieren alle nach demselben Prinzip. Die werden erst aufgeklappt. In dem Fall also so. Und dann geben die das Kabel frei und das kann dann so eben rausgezogen werden. Und ja, da gibt es auch so eine kleine weiße Linie. Daran sieht man beim Wiederverbinden, ob der richtig drin steckt. Und dann wird das wieder zugeklappt. Und genau, also wenn man andere Anschlüsse wie diese hat, weiß man das auch. So, RAM tauschen, super einfach. Ist bei allen Geräten mehr oder weniger gleich. Wird immer von diesen beiden silbernen Klammern hier gehalten. Und wenn man die so ein bisschen zur Seite zieht, springt der einem meistens schon entgegen. Und dann kann man den hier rausziehen und so eben auch tauschen. Genau, hier unten sieht man das auch nochmal. Das ist die gleiche Verbindung wie hier. Und hier ist auch das gleiche Prinzip wie bei der SSD. Der geht nur in eine Richtung rein. So würde der gar nicht passen. Das heißt, wenn das hakelt, weiß man, das ist verkehrt. Das heißt, bis zum Anschlag rein, ein bisschen nach unten drücken, bis die beiden Klammern hier wieder einrasten. Und ja, so schnell geht das dann. Bei den Lüftern, da ist es jetzt so, die kann man einzeln tauschen. Die gibt es einzeln. Allerdings sind die so verbaut, dass man die auch nur einzeln tauschen kann, wenn man den Heatsink zumindest mal abschraubt. Weil die laufen hier drunter und auch hier drunter. Und selbst das Kabel würde man hier wahrscheinlich gar nicht, also den Stecker würde man hier wahrscheinlich gar nicht unter dem Heatsink hindurch bekommen. Das heißt, die Schrauben hier jeweils raus. Auch hier unter dem Garantiezeichen ist eine Schraube. Die Lüfter selbst sind hier mit 3 Schrauben nochmal befestigt. Das sind die hier drüben. Und das Klebeband hier, das klebt auch ziemlich heftig. Das muss man hier auch abmachen. Auf der anderen Seite auch. Allerdings kommt dieses Klebeband tatsächlich auch mit den neuen Lüftern. Also das ist egal, wenn die dann zerfetzt sind. Und ja, bei dem Kabel hier, da muss man sich einfach ja, so ein bisschen, doch, es geht eigentlich ganz gut. Man kommt eigentlich so ganz gut ran. Und da ist es so, meistens sind die auf einer Seite markiert. Falls man das mal nicht so, oder falls die nicht markiert sind, dann kann man sehen, auf der einen Seite von dem Stecker sieht man hier Kontakte. Und die zeigen beim Wiederverbinden nach unten. Und da ist es auch so, beim Einbau auf jeden Fall erst das Kabel wieder verbinden. Dann vergisst man das nicht.
Und in dem Fall braucht man es sowieso, weil das Kabel hier ja auch unter dem Heatsink lang läuft. Und dann auch einfach schauen, dass der wieder richtig drin sitzt. Also ja, einzeln, aber man muss halt alles abbauen. So, den Akku einzubauen ist in dem Fall hier kein Problem. Es gibt hier unten auch so kleine Öffnungen neben den Schrauben und hier so kleine Führungshilfen. Da kann man den quasi schon drauflegen und dann ist der direkt perfekt positioniert. Und dann muss der nur wieder verschraubt werden. Und dann natürlich auch die SSD wieder einbauen. Und ganz am Ende, super wichtig, nicht vergessen, auch das Kabel wieder zu verbinden. Schauen, dass der Bügel hier geöffnet ist. Dann wird das einfach wieder hier drauf gesteckt und dann wird der Bügel wieder hier so ein bisschen drüber geschoben. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon die Unterseite wieder verbinden. Und die legt man jetzt einfach von oben auf das Gerät und drückt das Ganze nach unten fest. Und das kann man auch recht kräftig machen. Da gibt es überall Einraststellen. Und ja, ich gehe dann am Ende auch echt einmal um das Gerät herum und schaue, dass hier nirgendwo mehr Lücken zu sehen sind, dass das wirklich überall zu ist. Und ja, dann muss man eigentlich nur alles wieder verschrauben und ist damit durch. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.